Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns mal eine wirklich spannende Sache an, die Lesekultur in Deutschland. Du hast uns ja eine ganze Reihe von Quellen dazu geschickt. Und wir wollen für dich mal so die wichtigsten Perlen rauspicken. Also, was lesen die Leute hier eigentlich? Wie viel? Und wo passiert das alles? Ja, unser Ziel ist es, dir einen Kompass zu geben, der dir nicht nur die Kultur näher bringt, sondern dir als Deutschlerner vielleicht ein paar neue Türen öffnet. Okay, lass uns das mal auseinandernehmen. Ja, und es ist ein Bild voller faszinierender Gegensätze. Das muss man wirklich sagen. Wir sprechen heute über die sprichwörtlichen Leseratten, also die Bücher nur so verschlingen. Aber eben auch über die Lesemuffel, die vielleicht seit Jahren kein Buch mehr in der Hand hatten. Und du wirst sehen, diese Kultur ist ständig in Bewegung. Es geht um viel mehr als nur das stille Sitzen in einer Ecke. Es geht um U-Bahnen, um TikTok und sogar um alte Telefonzellen. Super. Fangen wir doch mal bei der grundlegendsten Frage an, die in deinen Quellen auch aufgeworfen wird. Ist Deutschland ein Land der Leser oder der Nichtleser? Ich finde diese beiden Begriffe, die du da gefunden hast, so herrlich bildhaft. Die Leserratte, also jemand, der Bücher quasi frisst. Und auf der anderen Seite der Lesemuffel. Jemand, der das Lesen eher griesgrämig vermeidet. Ich glaube, jeder von uns kennt beide Typen, oder? Absolut. Und die Statistiken, die bestätigen das. Es gibt hier keine einfache Antwort. Die Zahlen aus den Umfragen, die du uns geschickt hast, die zeichnen ein echt gespaltenes Bild. Auf der einen Seite gibt es eine durchaus beachtliche Gruppe, ungefähr jede sechste Person, also so 16-17%, die gibt an, im Jahr überhaupt kein einziges Buch zu lesen. Das wären dann die klassischen Lesemuffel. 16%, das ist schon wow. Das ist mehr als jeder Zehnte. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber, und das ist ja die Hoffnung für alle, die Bücher lieben, es gibt ja auch die andere Seite. Genau. Und die ist genauso stark. Fast ein Viertel der Deutschen, also knapp 25%, liest mehr als 10 Bücher pro Jahr. Das sind dann die echten Bücherwürmer, die Leseratten, die immer neuen Lesestoff brauchen. Die große Mehrheit der Menschen liegt wie so oft irgendwo in der Mitte. Die lesen mal mehr, mal weniger. Was uns das sagt ist, Lesen ist kein Nischenhobby. Es ist fest im Alltag verankert, aber es konkurriert heute mit unzähligen anderen Dingen. Mit Streaming, mit Social Media, mit Podcasts wie unserem. Das ist ein guter Punkt. Es ist nicht mehr so die selbstverständliche Abendbeschäftigung wie vielleicht vor 50 Jahren. Es ist eine bewusste Entscheidung. Und das hängt sicher auch stark von der Lebensphase ab, oder? Exakt. Als Student hat man vielleicht mehr Zeit als später mit kleinen Kindern. Das kennst du sicher auch. Es gibt so leseintensive Phasen, zum Beispiel im Urlaub, und dann wieder Wochen, in denen man kaum dazu kommt. Mhm. Diese Zahlen sind also kein starres Urteil, sondern eine Momentaufnahme von ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten. Okay, also wenn die Leute dann zum Buch greifen, was liegt denn dann auf dem Nachttisch? Deine Quellen sind ja ziemlich eindeutig, Romane dominieren. Aber innerhalb dieser riesigen Kategorie gibt es einen klaren König. Und das finde ich faszinierend. Ist das nicht ein Widerspruch zum Bild der ordnungsliebenden, sicherheitsbewussten Deutschen, dass sie sich in ihrer Freizeit am liebsten mit Mord und Totschlag beschäftigen? Denn Krimis und Thriller stehen ja ganz oben. Gegenteil eines Widerspruchs. Vielleicht ist es die logische Konsequenz. Gerade weil der deutsche Alltag oft so durchgeplant und strukturiert und sicher ist, bietet der Krimi ein perfekt kontrolliertes Ventil für das Chaos. Man kann das Verbrechen aus der sicheren Distanz des Sofas betrachten, miträtseln und am Ende, und das ist das Wichtigste,
wird die Ordnung durch den Kommissar oder die Kommissarin fast immer wieder hergestellt. Es ist also eine Bestätigung des Systems, verpackt in Hochspannung. Ein Name, der da immer wieder auftaucht, ist Sebastian Fitzek, ein Meister des Psychothrills, dessen Bücher findest du in jedem Bahnhofsbuchladen. Kontrollierte Dosis Chaos. Und ein Phänomen, das in den Quellen auch anklingt, sind die sogenannten Regionalkrimis, oder? Also Krimis, die in einer ganz bestimmten deutschen Region spielen. An der Nordsee, in Bayern, im Ruhrgebiet. Ja, ein riesiger Trend, total. Die Leute lieben es, Verbrechen an Orten zu verfolgen, die sie kennen oder die eine besondere Atmosphäre haben. Das verbindet die Spannung mit einem Gefühl von Heimat oder, ja, Lokalkolorit. Aber natürlich ist die Welt der Bücher viel größer. Also Fantasy und Science Fiction sind ebenfalls Giganten. Man muss nur an den andauernden Erfolg von Harry Potter oder Der Herr der Ringe denken. Und dann gibt es alles von Liebesromanen über historische Schmöker bis hin zu Sachbüchern und Ratgebern zu jedem erdenklichen Thema. Aber Lesen ist ja nicht nur das Abtauchen in dicke Romane. Ein großer Teil des täglichen Lesens findet ja ganz woanders statt. Bei den Nachrichten. Viele lesen ja noch die klassische gedruckte Zeitung. Das stimmt, auch wenn es tendenziell eher die ältere Generation ist. Die lokale Tageszeitung zum Frühstück gehört für viele zum Ritual. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt für dich, die Sprache in überregionalen Zeitungen wie der Süddeutschen Zeitung oder der FAZ kann extrem anspruchsvoll sein. Ich habe selbst als Muttersprachler manchmal Schwierigkeiten mit diesen langen, verschachtelten Sätzen. Oh ja, das kann ich bestätigen. Als ich anfing, mein Deutsch zu verbessern, habe ich mir mal den Spiegel gekauft und dachte, ich lese die falsche Sprache. Das war unglaublich frustrierend. Genau, dieses Gefühl. Und deshalb ist ein Tipp aus deinen Quellen Gold wert. Gerade für dein Sprachniveau so im Bereich A2 bis B1. Es gibt Angebote wie Nachrichten in einfacher Sprache. Viele große Sender und Zeitungen bieten das online an. Kurze Sätze, einfacher Wortschatz, die wichtigsten Infos des Tages. Das ist eine fantastische Möglichkeit, am Ball zu bleiben, ohne entmutigt zu werden. Das ist wirklich ein Top-Tipp. Und neben den ernsten Nachrichten gibt's ja noch die unendliche Welt der Zeitschriften und Magazine. Für jedes Hobby, jede Leidenschaft gibt es ein eigenes Heft. Das ist ja auch eine Form von Lesekultur. Unbedingt. Vom Modemagazin über die Autozeitschrift bis hin zu den Klatschblättern, die beim Friseur ausliegen. Diese Magazine sind oft sehr visuell und die Texte sind kürzer. Auch das ist ein super Einstiegspunkt, um sich mit einem Thema, das dich interessiert, auf Deutsch zu beschäftigen. Und das bringt mich zu einem Punkt, den ich persönlich für den vielleicht besten Geheimtipp für Sprachlerner halte. Comics und Mangas. Als Kind habe ich Asterix und Mickey Maus geliebt. Heute, so zeigen deine Quellen, sind vor allem die japanischen Mangas extrem populär. In Buchhandlungen füllen die ganze Wände. Und ihr Vorteil liegt ja auf der Hand, die Bilder liefern den Kontext. Du siehst die Emotionen, die Handlungen und kannst dir die Bedeutung vieler Wörter aus dem Zusammenhang erschließen. Es ist eine unglaublich unterhaltsame Methode, die Leseschwelle zu senken und trotzdem authentische Sprache aufzunehmen. Eine Art visuelles Wörterbuch in Action, sozusagen. Wir haben also ein ziemlich klares Bild davon, was die Leute lesen. Aber lass uns mal in den Alltag zoomen. Wann und wo passiert das alles? Malen wir mal ein Bild. Es ist 7:30 morgens in einer deutschen Großstadt. Die S-Bahn ist voll. Was siehst du? Du siehst viele Menschen, die in ihre eigene Welt abgetaucht sind. Einige starren aufs Handy, klar, aber viele haben ein Buch oder einen E-Reader in der Hand. Die Fahrzeit zur Arbeit ist keine verlorene Zeit, sondern wird zur Lesezeit. Es ist dieser Versuch, einen Moment der Ruhe und Konzentration in einen ansonsten hektischen Transit zu bringen. Genau.
Und dann über den Tag verteilt all diese kleinen Leseinseln im Wartezimmer beim Arzt, in der Mittagspause auf einer Parkbank, beim Warten auf den Bus. Es ist, als ob das Buch oder der Artikel auf dem Handy ein Mittel ist, um diese Leerräume im Tag sinnvoll zu füllen. Absolut. Lesen ist hier ein Werkzeug gegen die Langeweile, eine Möglichkeit, die Zeit aktiv zu gestalten, statt sie nur verstreichen zu lassen. Aber die wichtigste Lesezeit für viele ist und bleibt der Abend. Nach der Arbeit zum Abschalten. Das klassische Bild. Auf dem Sofa oder im Bett noch ein paar Seiten lesen, bevor das Licht ausgeht. Das ist für viele ein Ritual, um den Kopf frei zu bekommen. Eine Art mentale Entgiftung vom Tag. Und dann natürlich der Lese-Jackpot, das Wochenende und der Urlaub. Das Urlaubsbuch ist ja eine eigene Kategorie. Ein dicker Roman, den man sich extra für die Reise aufhebt und dann am Strand liest. Das zeigt aber auch, dass vielen im Alltag die Zeit für konzentriertes, langes Lesen fehlt. Das ist der Punkt. Der Urlaub wird zur Leseoase. Aber was in deinen Quellen so spannend ist die Beobachtung, dass sich gerade bei jüngeren Leuten etwas verschiebt. Man könnte ja denken, zwischen Instagram, YouTube und Netflix hat das altmodische Buch keine Chance. Aber dann kommt ein Phänomen wie #BookTok auf TikTok um die Ecke. Ich war da anfangs auch skeptisch, muss ich sagen. Ich dachte, das sind doch nur 15 Sekunden Videos, wie soll das funktionieren? Aber es funktioniert erstaunlich gut. Junge Leserinnen und Leser empfehlen sich gegenseitig Bücher mit einer solchen emotionalen Wucht und Kreativität, dass sie damit Bestsellerlisten stürmen. Sie filmen ihre Reaktionen, Weinen, Lachen, Schock beim Lesen bestimmter Kapitel. Das macht Lesen zu einem sozialen, geteilten Erlebnis. Es ist nicht mehr nur eine einsame Tätigkeit. Ah, okay. Und das zeigt, dass das Buch sich in dieser digitalen Welt einen neuen Platz erobern kann. Das ist also kein Kampf Buch gegen Internet, sondern eher eine Symbiose. Das ist ein spannender Gedanke und führt uns direkt zur Digitalisierung. Wie hat sie das Lesen in Deutschland verändert? Das Offensichtlichste sind ja die E-Books. Genau. Laut den Statistiken liest etwa jede 5. Person in Deutschland, also rund 20%, digital auf einem E-Reader wie dem Kindle oder Tolino. Und die Vorteile sind ja auch unbestreitbar. Du hast eine ganze Bibliothek in der Tasche, was auf Reisen genial ist. Und wieder ein Punkt für dich als Learner, du kannst direkt im Text Wörter nachschlagen und die Schriftgröße anpassen. Trotzdem, ich geb's zu, ich bin da ein Traditionalist. Ich liebe das Gefühl, Seiten umzublättern, den Geruch von bedrucktem Papier. Ich will ein Buch ins Regal stellen können, wenn ich es fertig habe. Es scheint, als gäbe es da zwei Lager, die aber friedlich nebeneinander existieren. Ja, das gedruckte Buch hat definitiv eine starke emotionale Komponente, die der E-Reader nicht ersetzen kann. Wo die digitale Revolution aber viel eindeutiger gewonnen hat, ist beim Nachrichtenkonsum. Wie schon erwähnt, lesen Jüngere ihre Nachrichten fast nur noch online. Aber der wirklich größte Trend, bei dem Deutschland im europäischen Vergleich laut deinen Quellen an der Spitze liegt, ist etwas anderes: das Hörbuch. Oh ja, ein riesiges Thema. Man liest nicht mehr selbst, man lässt sich vorlesen. Die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Jeder 10. Deutsche hört regelmäßig Hörbücher. Warum ist das so populär? Der Schlüsselbegriff hier ist Multitasking. Das passt perfekt in die deutsche Alltagsstruktur. Denk an die Millionen von Pendlern, die jeden Tag im Auto oder Zug sitzen. Denk an die Hausarbeit, das Kochen, den Sport. All diese Zeit, in der die Augen und Hände beschäftigt sind, aber der Kopf frei ist, wird durch Hörbücher zu gewonnener Zeit.
Das ist Effizienz, die tief in der Kultur verankert ist, selbst bei der Unterhaltung. Es ist also quasi eine Erweiterung der Lesekultur für einen mobilen und vielbeschäftigten Lebensstil. Und für das Deutschlernen ist es natürlich eine Goldgrube. Man kann sein Hörverstehen mit authentischem Material trainieren, während man die Wohnung putzt. Das ist ideal für das B1-Niveau, um in komplexere Satzstrukturen und einen größeren Wortschatz reinzukommen. Absolut. Es ist dieselbe Literatur, dieselbe Sprache, nur über einen anderen Kanal. Ein Kanal, der perfekt in den modernen Alltag passt. So, jetzt wissen wir, was, wie und wann gelesen wird. Aber woher kommt der ganze Lesestoff? Lass uns mal die physischen Orte anschauen. Ich liebe es ja, in Deutschland in eine Buchhandlung zu gehen. Da gibt es die großen Ketten wie Thalia, die sind wie Kaufhäuser für Bücher. Aber mein Herz schlägt für die kleinen, unabhängigen Läden. Diese kleinen, liebevoll kuratierten Buchhandlungen sind ein ganz wichtiger Teil der Kultur. Und dass sie überleben können, liegt an einem deutschen Gesetz, der Buchpreisbindung. Das bedeutet, ein neues Buch kostet überall exakt dasselbe, egal ob du es beim Internetriesen oder im kleinen Laden um die Ecke kaufst. Das ist eine politische Entscheidung, um das Buch als Kulturgut und nicht nur als Ware zu schützen und die Vielfalt zu erhalten. Das habe ich selbst erlebt. Ich war in einem kleinen Laden und dachte, online ist es sicher billiger. Aber nein, auf den Cent genau der gleiche Preis. Das war ein echtes Aha-Erlebnis. Und diese Läden sind ja oft auch soziale Treffpunkte, wo Lesungen stattfinden und man tolle Empfehlungen bekommt. Der zweite wichtige Ort ist die Bibliothek oder umgangssprachlich die Bücherei. Gegen eine geringe Jahresgebühr erhältst du Zugang zu Tausenden von Büchern, Filmen, Hörbüchern. Es ist das demokratischste Leseangebot überhaupt. Ein Ort, an dem jeder, unabhängig vom Geldbeutel, Zugang zu Wissen und Geschichten hat. Und dann gibt es noch meine persönliche Lieblingserfindung, die in deinen Quellen erwähnt wird: die öffentlichen Bücherschränke. Ich habe mal in Berlin in einer umgebauten Telefonzelle ein fantastisches altes Kochbuch gefunden. Ist das nicht genial? Das Prinzip ist so einfach. Nimm dir ein Buch, das dich interessiert, und stell ein anderes hinein, das du gelesen hast. Es basiert auf reinem Vertrauen und dem Gedanken des Teilens. Diese Schränke, die einfach so im Park oder auf einem öffentlichen Platz stehen, sind ein wunderschönes Symbol für eine lebendige, gemeinschaftliche Lesekultur. Es gibt also eine beeindruckende Infrastruktur, die das Lesen fördert. Und dann gibt es noch die ganz großen Events. Einmal im Jahr schaut die ganze Buchwelt auf die Frankfurter Buchmesse. Das muss man sich mal vorstellen. Die größte der Welt mit über 230.000 Besuchern. Das ist eine riesige, laute, wuselige Feier des geschriebenen Wortes. Das zeigt, welche enorme wirtschaftliche und kulturelle Kraft immer noch im Buch steckt. Und neben Frankfurt gibt es ja noch die Leipziger Buchmesse im Frühling, die gilt als die Lesermesse, und unzählige kleinere Literaturfestivals. Lesen ist in Deutschland also alles andere als eine aussterbende Kunst. Okay, was nehmen wir aus all dem für dich mit? Die Lesekultur in Deutschland ist enorm vielfältig und lebendig. Sie ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, zerrissen zwischen Tradition und Moderne, zwischen Ruhe und Hektik, zwischen analog und digital. Das Buch ist trotz Netflix und Co. alles andere als tot. Es hat sich angepasst und neue Wege gefunden. Und für dich als Deutschlerner ist das eine riesige Chance. Jedes Buch, jeder Comic, jede Nachrichtensendung ist ein Tor, um tiefer in die Sprache und die Denkweise der Menschen einzutauchen.
Du lernst nicht nur Vokabeln, du lernst, wie hier Witze gemacht, wie Probleme gelöst und wie Geschichten erzählt werden. Und der Einstieg muss ja nicht gleich ein dicker Roman von Thomas Mann sein. Das wäre auch für viele Deutsche zu viel. Auf keinen Fall. Mein Rat wäre: Finde dein Thema. Was interessiert dich brennend? Fußball, Kochen, Gaming, Science Fiction. Suche dir dazu einen Blog, eine Zeitschrift oder ein einfaches Sachbuch. Oder fang mit einem Comic oder einem Regionalkrimi an, der an einem Ort spielt, den du vielleicht besuchen möchtest. Wenn die Neugierde da ist, fühlt sich das Lesen nicht mehr wie Arbeit an, sondern wie ein Abenteuer. Der Spaß ist der stärkste Lernmotor. Ein perfekter Gedanke. Aber bevor wir dich in dieses Abenteuer entlassen, möchte ich dir noch eine letzte Frage mit auf den Weg geben. Deine Quellen erwähnen, wie #BookTok das Lesen bei jungen Leuten neu belebt hat, indem es zu einem sozialen Erlebnis wurde. Was wäre, wenn die nächste große Leserevolution nicht durch ein neues Gerät ausgelöst wird, sondern durch eine völlig neue Art, wie wir online miteinander über Geschichten sprechen und sie gemeinsam erleben? Was könnte das für dich und dein Lernen bedeuten, wenn das Lesen einer deutschen Geschichte zu einem gemeinsamen Erlebnis mit anderen Lernern auf der ganzen Welt wird? Eine sehr spannende Perspektive. Darüber kannst du ja mal nachdenken. Wir danken dir für deine Zeit und wünschen dir jetzt schon unglaublich viel Spaß beim nächsten Buch, Comic oder Hörbuch, das du dir schnappst. Bis zum nächsten Mal.